Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin immer noch im Allgäu unterwegs und heute habe ich mir eine schicke kleine Tour mit 3 Gipfeln rausgesucht, dem Ochsenkopf, dem Weiherkopf und dem Bolsterlanger Horn. Sind so 9,5, 10 Kilometer, einige Höhenmeter mit dabei. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, ja, bleibt dran und dann schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. Los ging es an der Talstation der Hörnerbahn bei Bolsterlang. Ein kurzes Stück über den Parkplatz und schon nahm die Tour Fahrt auf. Über Wiesen und durch Wald ging es zum ersten kleinen Zwischenziel, dem Sonderdorfer Kreuz. Am Kreuz angekommen, hat man eine super Aussicht. Und für alle, die wissen wollen, was genau sie hier sehen, ist eine Übersichtstafel angebracht. Deswegen weiß ich zum Beispiel, dass das hier das Rubihorn ist und das die Rotspitze, so ich denn die Karte richtig gelesen habe. Nach ausführlichem Genuss der Aussicht ging es so dann aber weiter zum ersten Gipfelziel, dem großen Ochsenkopf. Zielstrebig ging es erstmal weiter bergan, bevor es eine kleine Höhenmeterpause gab. Ich selbst gönnte mir natürlich keine Pause und wanderte an einer am Weg liegenden Hütte einfach vorbei. Kurz danach zweigte meine Route vom asphaltierten Weg ab und es ging nun knackig bergauf. Trotz all der Anstrengung ließ sich auch eine zweite Pausenmöglichkeit aus und strebte erst kurz auf Asphalt, dann auf einem schmalen Pfad weiter dem großen Ochsenkopf entgegen. Und wie sollte es anders sein? Auch eine dritte Pausenmöglichkeit ignorierte ich. Stand doch sinngemäß auf einem Schild: ab jetzt kommt der spaßige Teil. Und wie ihr seht, er kam. Kurz vor dem Gipfel wollten dann auch noch 2 kleine Schneefelder überwunden werden. Dann war es geschafft. Der große Ochsenkopf war erreicht. Lange gerastet wurde hier nicht. Standen doch noch 2 Gipfel auf dem Plan. Hier seht ihr sie auch schon. Den Weiherkopf und das Bolsterlanger Horn. Und was macht man, wenn man zum nächsten Gipfel will? Richtig, erstmal wieder ein Stück bergab wandern. Da es mit Bergabwandern aber nicht getan war, ging es für mich ein weiteres Mal richtig knackig bergauf. Da war er, Gipfel Nummer 2.
Noch ein schnelles Beweis-Selfie, dass ich da war. Und weiter ging es zum dritten Gipfel. Ihr wisst schon wie. Bergab und nochmal bergauf. Auch am dritten Gipfel gab es ein kleines Beweis-Selfie und dann ging es zurück zur Hörnerbahn. Aber nicht mit ihr den Berg hinunter. Dafür hatte ich eine andere Möglichkeit. Ja, da haben wir es geschafft. Die 3 Gipfel sind erwandert. War eine sehr knackige Tour, aber ihr habt ja gesehen, von der Wegführung, ja, macht die Tour schon einiges her. Also ihr habt die ganze Bandbreite dabei, von Asphalt bis ja, Kraxel über Stock, über Stein. Steile Anstiege dabei, Schneefeld war mit dabei. Also da war schon ordentlich was geboten. Ne? Wie auch bei der Tour, die ich gestern gelaufen bin, ja, aufs Horngrad hoch, zusammen mit der Anne. Gilt auch hier, Aussichten waren richtig top, im Gegensatz zur Tour gestern, aber ja, war die Wegführung doch um einiges dann anspruchsvoller. Also das sollte man unterschätzen. Ich meine, unterwegs war ja auch mal ein Schild nur für Geübte, sollte man beherzigen an der Stelle. Ja, und dann hat man hier auch auf der Tour relativ viel Wanderspaß. Gut, dann würde ich mal sagen, von mir war es das soweit wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und Spaß gemacht, mich zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.